Apple-Produktvideos gehören zu den absolut anspruchsvollsten Werbespots, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe ja schon die eine oder andere Apple-Werbung nachgemacht. Ich meine natürlich, ich habe mich davon inspirieren lassen. Kannst du dir nichts Eigenes ausdenken? Nicht jetzt! Aber dieses Mal ist das Niveau einfach auf einem komplett anderen Level. Ich werde mein gesamtes Können unter Beweis stellen müssen und jeden noch so kleinen Trick aus meinem Ärmel schütteln. Aber hey, was kann dabei schon schief gehen? Was genau habe ich mir damit eigentlich nur angetan? Okay, wo fangen wir am besten an? Zuerst muss natürlich das Set vorbereitet werden. Und weil ich absolut gar keine Lust habe, mich später Bild für Bild selber auszuschneiden, benutze ich als Hintergrund einen Greenscreen. Als nächstes brauche ich meine Blackmagic Ursa Mini Pro G2 auf meinem Edelkrone Slider System. Damit kann ich ganz bestimmte Kamerabewegungen programmieren, die sich exakt wiederholen. Was super praktisch ist, weil ich ja vor der Kamera stehe und die nicht bedienen kann. Um meinen kompletten Körper auszuleuchten, baue ich eine riesige Flächenleuchte auf. Also so richtig riesig. Diese platziere ich dann schräg neben der Kamera, um so eine schöne Lichtführung in das Bild zu bekommen. Weil mir das aber noch nicht ganz reicht, kommt direkt daneben noch ein weiteres Flächenlicht. Um mit Licht im Bild Kontrast zu erzeugen, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder fügt man Licht hinzu, was ich hier aber vermutlich schon mehr als genug gemacht habe, oder man nimmt Licht weg. Und genau dafür hänge ich gegenüber vom Hauptlicht schwarzen Molton auf, der auf der bildlinken Seite das Licht absorbieren soll. Zum Schluss dann noch ein kleines Licht, was den Raum aufhält, und damit steht bereits das Lichtsetup. Dann brauche ich noch für das Setup eine riesige Decke, die ich auf den Boden lege. Die Idee ist, das iPad wild herumzudrehen und durch die Gegend zu werfen. Deshalb denke ich mir, dass es keine so blöde Idee ist, den Boden auszupolstern. Und ich spreche dabei garantiert nicht aus Erfahrung. Du meinst so wie das iPad davor? Halt die Klappe. Jetzt ist alles soweit ready, um die Aufnahme zu machen. Dazu stelle ich mich mit dem iPad vor den Greenscreen und mache die unterschiedlichsten Drehungen und Bewegungen, die ich mir vorher überlegt habe. Bei den Aufnahmen gibt es zwei unglaublich wichtige Punkte, die ich auf gar keinen Fall vergessen darf. Zuerst muss ich unbedingt auf Kontinuität achten. Weil ich teilweise das iPad von einer Aufnahme in die nächste übergebe, muss das natürlich überall richtig gedreht sein. Und als zweites muss das Timing zwischen den Bewegungen passen, damit am Ende alle Versionen möglichst flüssig aussehen. Das wäre natürlich deutlich einfacher, wenn ich nicht auch vor der Kamera stehen würde. Aber hey, das kann ich bestimmt in der Post sonst fixen. Irgendwie. Dass ich nicht lache. Hey, das klappt schon. Im Vergleich dazu ist die iPad-Aufnahme von dem Hero Shot ein absolutes Kinderspiel. Zuerst dunkle ich den kompletten Raum in schwarz ab und baue den schwarzen Hintergrund auf. Dann stelle ich mein iPad auf den guten alten Drehteller auf. Und damit das iPad auch so hochkant darauf stehen bleiben kann, habe ich mit meinem 3D-Drucker so einen kleinen Adapter gedruckt. Okay, soweit so gut. Jetzt muss das iPad nur noch #extrem sexy belichtet werden. Dazu platziere ich zwei große Diffusoren so nah wie möglich am iPad und belichte diese von schräg hinten. Dadurch entsteht so ein unglaublich schöner Verlauf, der sich ja auch auf dem Produkt spiegelt. Dann dachte ich mir, wäre das aber noch keine richtige Apple-Werbung, wenn es nicht noch irgendwo diese elegante Lichtkante geben würde. Das bekomme ich super einfach hin, indem ich schwarze Pappe ganz professionell auf den linken Diffusor klebe. Um dann später noch das Display austauschen zu können, lasse ich auf dem iPad einen Greenscreen mit Trackermarkern anzeigen. Das wird mir die Arbeit später deutlich vereinfachen. Und zum Schluss muss ich das iPad nur noch von Staubkörnern befreien und eine 360-Grad-Aufnahme davon machen. Was willst du? Alles aus dem Wenn du eine Apple-Werbung drehen möchtest, dann ist der absolut wichtigste Punkt, dass du eine richtig flotte Musik hast. Das hat bei mir auch nur lächerliche 4 Stunden oder so gedauert. Jetzt muss ich das Lied nur noch auf 30 Sekunden kürzen und die wichtigsten Momente mit Markern hervorheben. Und damit ist alles so weit ready, dass ich die besten Takes aus meinem Material suchen kann.
Es klingt so, als würde ich das so nebenbei machen. Dabei dauert das bestimmt wieder 5 Stunden oder so. Zuerst müssen die Clips zeitlich so angepasst werden, bis die Bewegungen flüssig zur Musik passen und auch die Übergänge möglichst clean sind. Als nächstes muss ich mich unbedingt erst einmal von dem Hintergrund trennen. Dazu klicke ich als allererstes den Greenscreen aus. Damit habe ich bereits 87,6% ausgeschnitten. Das Problem daran ist jetzt nur, dass ich den kompletten Rest per Hand mit Masken ausschneiden muss, weil der über den Greenscreen hinausragt. Memo an mich selbst, unbedingt einen größeren Greenscreen kaufen. Und wenn ich sowieso schon beim Ausmaskieren bin, kann ich auch direkt das iPad mit ausschneiden. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun, wie das schöne Wetter genießen, Freunde treffen. Oder den letzten Lebenswillen aussaugen. Aber das ist auch unglaublich wichtig, weil ich mich ja anders einfärben möchte als das iPad. Und so kann ich dann das iPad ohne Probleme einzeln bearbeiten. Damit sind die Materialien endlich so weit vorbereitet, dass ich mit der eigentlichen Arbeit anfangen kann. Denn jetzt geht es darum, mit Position, Rotation und Skalierung alle Clips flüssig miteinander zu verbinden. Dabei achte ich darauf, dass bei den Übergängen die iPads exakt übereinander liegen. Und andererseits darauf, dass die Bewegung der einzelnen Clips eine realistische Kamerabewegung erzeugen. Als würde ich wirklich mehrfach da sein. Damit bin ich bereits zu 74,8% am Ziel. Jetzt müssen an einigen Stellen nur noch das herunterfallende iPad und ein paar Finger ausgeschnitten werden. Und schon sieht es so aus, als würde ich mir tatsächlich selber das iPad überreichen. Vermutlich wäre das 100-mal einfacher gewesen, wenn ich einfach mehrere Personen gehabt hätte, die sich gegenseitig das iPad geben. Aber hey, das hätte mir ja nur 8 Stunden Arbeit erspart oder so. Also kaum eine Rede wert. Okay, jetzt kommen wir endlich dazu, dass dieser ganze Kram auch mal nach einem hochwertigen Werbespot aussieht. Dazu muss ich mich jeweils in unterschiedliche Farben einfärben. Um dem Ganzen aber noch das gewisse Etwas zu geben, lasse ich die Farben noch mit einem Überlagerungseffekt vermischen. Und das sieht doch schon unglaublich gut aus. Jetzt müssen nur noch die iPads angepasst werden. Diese färbe ich auch jeweils unterschiedlich ein, aber dieses Mal ohne Überlagerungseffekt. So stechen die iPads noch stärker hervor und ich fange den Fokus des Zuschauers ein. Zum Schluss werden dann noch die Displays mit den neuen Hintergründen ausgetauscht, was aber dank der Trackermarker und des Greenscreens natürlich absolut gar kein Problem ist. Damit ist das Produktvideo schon so gut wie fertig. Fehlt nur noch der Hero-Shot am Ende. Zuerst muss das iPad vom Hintergrund ausgeschnitten werden. Dann wird wieder das Display ausgetauscht. Dadurch habe ich ein iPad, was sich um sich selber dreht. Ich weiß, Ladies, ihr könnt euch deswegen kaum noch halten. Damit kann ich jetzt aber die Animation super einfach umsetzen. Dazu erstelle ich mir 4 Duplikate, also jeweils einen pro Farbe. Diese kann ich dann zeitlich wieder so anpassen, wie ich es für die Bewegung brauche. Mit Position, Rotation und Skalierung passe ich die Clips so an, bis alle iPads miteinander verschmelzen. Zum Schluss einfach das Logo im Hintergrund animieren und damit ist auch der Hero-Shot fertig. Um dem Produktvideo noch den letzten Schliff zu geben, füge ich noch elegante Textanimationen ein. Und so sieht denn jetzt die fertige iPad-Werbung aus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt noch dieses Video hier anschauen. Da zeige ich dir, wie ich einen weiteren iPad-Werbespot von Apple nachgemacht habe und das Ergebnis ist wirklich #extrem sexy geworden. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.